Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film in der Aquarellwerkstatt. Heute Porträt mit Bela, Teil 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Porträt mit Bela, Teil 3. Heute geht es um die Augen. In den letzten beiden Filmen haben wir uns ja mit der Loomis-Methode und mit den Hauttönen schon beschäftigt. Falls ihr diese Filme noch nicht geguckt habt, empfehle ich immer, auch diese Folgen anzuschauen, denn es baut schon eine Folge auf die andere auf. Heute geht es zunächst um die realistische Darstellung eines Auges und dafür möchte ich zu Beginn das Auge erst einmal genau anschauen. Wir können erstmal genau gucken, was wir eigentlich sehen. Zum Beispiel, wenn du mal die Krümmung des Oberlids im Vergleich zur Krümmung des Unterlids betrachtest. In der Zeichnung meine ich, dass oben 3 Wege waren und unten nur 2. Ah, das hast du dir gemerkt. Prima. Wir hatten also in der ersten Folge schon gesagt, wenn man sehr schnell ein Auge zeichnen will, dann macht man oben 3 Bewegungen. Hoch, rüber, runter. Ne? Hier ist die Tränendrüse. Und unten 2 Bewegungen, die deutlich flacher sind. Einmal rüber bis zum Drittel und dann nach oben. Ja, das ist jetzt sehr einfach, aber so kann man, hier geht es ein bisschen drüber, kann man eine Augenform schon ganz gut skizzieren. Okay, gut, das fällt uns auf. Dann haben wir, wollte ich noch ein Augenmerk legen auf die Dicke der Lider. Die kann man hier ganz gut sehen. Das können wir schon mal so ein bisschen notieren. So, und dann haben wir noch ein Auge hier, das ist so ein klassisches Augenmodell. Aus Gips ist das, glaube ich, nachdem viele Zeichner üben und lernen. Und da fällt mir jetzt hier besonders auf, wie schön die Dicke des Oberlids dargestellt ist. Also man muss sich vorstellen, das Ober- und das Unterlid sind ja dazu gemacht worden oder sind dazu da, das Auge zu schützen. Und sie schließen sich halt um den Augapfel herum und deswegen hat es eben eine bestimmte Dicke. Okay, das war der Punkt Wahrnehmen, also erstmal genau hinschauen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das Wissen. Jetzt gibt es ein bisschen Theorie. So, hier sehen wir jetzt ein Arbeitsblatt für das Thema Auge, Arbeitsblatt und auch Skizzen und Referenzfotos natürlich bekommen alle Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugeschickt und auf der Steady-Seite sind sie natürlich dann auch zum Downloaden abrufbar. Hier ist jetzt, das ist mir deshalb ganz wichtig, um einmal zu zeigen, dass der Augapfel, also die Sklera nennt man ja dieses weiße Gebilde oder Augapfel, dass der zunächst mal diese runde Kugelform hat. Die Iris ist wie ein zweiter Halbkreis auf der Sklera verankert. Ja, und es ist eben nicht flach draufgeklebt, sondern wölbt sich seinerseits hier mit der Hornhaut, mit der Cornea, wölbt es sich nach vorne raus. Vor allen Dingen im Profil, wichtig, wenn man Augen im Profil zeichnen will. Eine andere, für mich ziemlich wichtige Geschichte, wenn man wirklich wissen will, wie so ein Auge aufgebaut ist und wie ich es letztendlich dann auch zeichnen möchte, ist diese verschiedenen Ebenen der Richtungsänderung, um das Auge plastisch darzustellen. Und hier auch wieder die Dicke des Unterlids sehen wir schön und dann hier, wie quasi das Unterlid in der Form gestaltet wird. Und das ist hier das Oberlid. Okay, das also nochmal für die Ebenen, die auch ganz wichtig sind für Licht und Schatten. Wir fangen jetzt an mit dem Augapfel und ziehen uns einen schönen, runden, möglichst runden Kreis. Kugel haben wir ja geübt. Bela kann ihn schön dünn zeichnen, den Kreis. Das würde ich auch euch zu Hause empfehlen, denn das ist jetzt erstmal nur eine Hilfslinienkonstruktion. Wir brauchen diesen Kreis nachher nicht mehr. Wenn es nicht ganz rund ist, macht überhaupt nichts. Unperfekt ist menschlich. Um den Mittelpunkt des Kreises, denn in der Mitte sitzt die Iris, festzulegen, werden wir den Kreis jetzt einmal senkrecht teilen, aber ganz, ganz dünn und waagerecht teilen, um die Mitte zu ermitteln. Jetzt haben wir hier den Radius unseres Kreises, der Radius, und den Radius halbieren wir und gehen noch ein ganz klein bisschen weiter nach außen. Also wir brauchen jetzt eine Markierung, die ein bisschen, aber nur ein Hauch größer ist als die Hälfte. Und wir zeichnen einen zweiten Kreis für die Iris. Die Pupille ist ja wirklich sehr unterschiedlich je nach Lichteinfall. Wir haben hier verschiedene Versionen. Hier ist die Pupille ganz groß, da ist es wahrscheinlich sehr dunkel gewesen. Also das kannst du jetzt wirklich nach Gefühl machen. Es ist nur wichtig, dass wieder ein Kreis entsteht. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wo wir die Achse zwischen Ende des Oberlids und auf der linken Seite und auf der rechten Seite durchs Auge durchziehen können. Bei den meisten Menschen
verläuft diese Achse nicht gerade, sondern so ein bisschen schräg. Das heißt, der innere Augenwinkel sitzt etwas tiefer als der äußere. Jetzt sehen wir mal hier ist eine sehr kleine Pupille, wo diese Achse verläuft. Die läuft nicht durch das Zentrum des Auges durch, sondern unterhalb, also vielleicht ein bisschen über den unteren Rand durch, leicht schräg gesetzt. Nicht zu sehr schräg, sonst wären es so katzenförmige Augen, das gibt es natürlich auch. Setze ich mir jetzt hier die Achse, an der ich Ober- und Unterlid ausrichten möchte. Dann müssen wir jetzt das Oberlid hier und das Unterlid jetzt die Form finden. Wir beginnen mit der Tränendrüse auf der linken Seite. Die Tränendrüse ist außerhalb des Augapfels. Und zwar haben wir hier oben fürs Oberlid ein bisschen größer die Form und fürs Unterlid ein bisschen weniger. Ja, ungefähr. Hier ist ein bisschen weniger als da. Okay, und jetzt schwingen wir das Oberlid hier schön nach oben bis hier. Und dann nach unten bis hier. Hier ist das Lid zu Ende und das Unterlid dementsprechend seinen tiefsten Punkt ungefähr hier. Und auch hier arbeiten wir mit einem schönen, denkt ihr immer diese Kugel, die da drunter liegt, also mir hilft das. Wenn ich immer an diese Kugel denke und dieser Kugel folge ich jetzt hier. Hochgegangen, dass ich dann, weil das ist jetzt Ja, gerade, ne? das Oberlid muss die Iris schneiden. Das ist in jedem von unseren Augen ist das so. Und das ist ein ganz common mistake. Also super, dass Bela das gemacht hat, weil das sehe ich häufig in Porträts. Und das gibt es auch, aber nur, wenn jemand die Augen ganz weit aufreißt. Ich würde euch ja immer empfehlen, auch wenn ihr jetzt diese Übung mitmacht, so einen Spiegel bei euch zu haben und vor euch zu haben und immer mal reinzugucken und alles zu verifizieren, was ich hier erzähle. Das muss ja nicht stimmen. An euren eigenen Augen, also wirklich reinzugucken. Die Dicke des Unterlides. Hier gibt es eine kleine Verdickung hier und jetzt kommt ab hier, schau mal, da wo die Wimpern drin sind, kommt wirklich hier das Unterlid müssen wir so parallel hier lang führen. Wirklich schön dick so einen Rand ziehen. Und hier ist es sogar noch ein bisschen dicker. Hier Hier sieht man sehr viel vom Unterlid. Auch die Dicke des Oberlids tragen wir jetzt ein. Wir gehen hier leicht vom Tränensack, hier fangen wir an und würden dann hier nochmal eine zweite Linie für die Dicke des Oberlids eintragen. Wir haben jetzt hier bei diesem Auge zum Beispiel überhaupt keine Falte, aber eine sehr stark definierte Lidfalte, die da reingeht. Hier haben wir noch eine Zwischenfalte und hier, nee, bei dem nicht, aber bei diesem Auge siehst du, da ist die hier. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich würde aber hier auch wieder schön der Kugel folgen. Und wieder nicht gleichmäßig formen. Also wir können sagen, wir gehen hier 1/3 nach oben und dann kommt der lange Schwung nach unten. Das ist quasi dem Auge folgt. Genau, langer Schwung nach unten. Der Tränensack hier, der folgt natürlich hier unten dieser Form des Augapfels, ist ja klar. Da müssen wir gar nicht viel machen. Wir gehen hier so ein bisschen runter, ja, und dann ist es manchmal tatsächlich so, dass das hier ein bisschen hängt, weil hier das Jochbein kommt. Also da haben wir den Peak nicht direkt hier unten, sondern ein bisschen weiter hier. Ein bisschen weiter außen. Ja. Und jetzt haben wir alles schon vorgezeichnet für unser super schönes, realistisches Auge. Ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit dem Malen. Wir arbeiten wieder mit den gleichen Farben wie bei den Kugeln. Cadmiumfreies Rot, cadmiumfreies Orange, Alizarin Karmesin. Und für die Schattenmischungen brauchen wir noch das Kobaltblau dazu. Unterstützer unseres Kanals bekommen auch diese Skizze natürlich dann zugesendet, aber ich empfehle immer, die Skizze jetzt Schritt für Schritt mitzumachen und das auch ein paar Mal zu üben. Okay, Bela, jetzt geht's los. Wir werden jetzt zunächst mal die Umgebung malen und ich gehe auch ein bisschen hier schon mit ganz, ganz viel Wasser aber in den Augapfel hinein. Ich mache es mal vor. Wir verwenden wieder unsere Mischungen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit dieser kleinen Palette, aber nächstes Mal werde ich eine andere Palette mir besorgen. Also ich nehme Orange, ich nehme Cadmiumrot und ich nehme das Alizarin. Und dann, erinner dich, haben wir gesagt, solche Bewegungen. Ja, Pinselbewegung. Es ist genau das gleiche wie in der letzten Woche. Und hier können wir schon mal ganz leicht ins Auge. Aber eigentlich muss es im Auge hell bleiben. Jetzt geht es wieder flotti hier. Also überall einfach rüber?
einfach rüber. Und zwar, schau hier, warme und kalte Farbtöne. Noch gar nicht groß nachdenken. Und hier im Auge, siehst du das hier? Ja. Fast nur Wasser. Sehr schön sieht es aus, Bela. Schön viel Wasser, das ist super. Wow. Kein Stress. Wenn du willst, kannst du hier unten in diesen Tränensack schon mal so ein ganz bisschen mehr Farbe rein, weil da sieht es jetzt sehr hell aus bei dir. Diesen Tropfen würde ich ein bisschen absaugen hier, ich bin mal so frei. Ja, danke. So. Für mich wäre immer wichtig, jetzt nur darauf zu achten, dass wir hier eben nicht zu viel Rot drin haben, nicht zu viel, ja, aber ein bisschen Rot ist nicht schlecht. Hier oben könnte schon ein bisschen mehr sein, weil da kommt ein Schatten nachher. Und dass das Unterlid wirklich schön hell ist. Das ist bei Bela super gut hell geblieben, bei mir auch. Ja, das sind so die Sachen, auf die ich jetzt achten muss, weil wir gehen jetzt mit den dunklen Farben drüber und bestimmte Bereiche sollen halt hell stehen bleiben. Ich verstehe erstmal nicht, wie du das hinbekommst, dass du hier in die Farben irgendwie reingehst und dann nochmal ein bisschen Slide in die Farbe und dann machst du aber hier in deine andere Mischung rein, dann weißt du genau, welche Farbe du hast. Ja. Und bei mir sieht es jetzt gerade einfach so wie die gleiche Farbe aus. Ich habe ja relativ spät Autofahren gelernt, erst Ja. mit Ende 30. Und da ging mir das genauso, dass ich nie wusste, wie kann man denn jetzt schalten und lenken und gleichzeitig die Verkehrsschilder anschauen. Ja. Draußen. War mir ein Rätsel. Und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, siehst du nicht, dass da 30 steht? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Es fährt sozusagen, mit Bela fährt das Auto noch so ein bisschen alleine durch die Gegend und Bela versucht hinterher zu hoppeln. Das ist aber ganz normal, wenn man nicht so viel Erfahrung im Aquarell hat. Und diese Mischgeschichte, da schnell zu sein und zu wissen, was ist jetzt genau im Pinsel, das ist das große Geheimnis des Aquarellmalens. Hast du genau erkannt. Ja? Jetzt brauchen wir die Dunkelheit hier zwischen oberem Augenlid und den Augenbrauen, denn die Augen liegen natürlich tief drin in dieser Höhle. Ja? Da werden wir jetzt erstmal versuchen, uns eine schöne dunkle Farbe anzumischen. Weißt du noch die Schattenmischung für Hauttöne? Einfach alles immer mit Blau. Okay, alles mit Blau ist ja fast gut. Ich würde erstmal Cadmiumrot nehmen, viel Rot und ein bisschen Blau. Jetzt gehen wir direkt hier dran. Das ist oft die dunkelste Stelle. Ja? Wir lassen jetzt nochmal das Oberlid frei und gehen hier auf der Seite, wo wir es wieder weich in die Nase nachher dann reinführen wollen, würde ich wieder mit Wasser ein bisschen verbinden. Und hier zur Augenbrauenerhebung hier, zu dieser Wulst, nochmal Wasser dran. Ich mache mal ein bisschen zügiger weiter, weil das jetzt wichtig ist, dass es schnell geht. Hier brauche ich nämlich eine weiche Kante. Ich gehe hier ganz leicht mit meiner abgetrockneten Pinselspitze entlang. Okay, die gleiche Geschichte machen wir jetzt hier fürs Unterlid. Je nachdem, von wo das Licht in das Auge hineinfällt, haben wir eine Seite ein bisschen dunkler. Hier ist auch ein bisschen dunkler, aber hier und hier sammelt sich das Licht. Ja? Also wir können jetzt hier, ich mache es mal vor und dann kannst du sehen, was ich meine. Das Unterlid bleibt hell stehen. Und hier setze ich mir wieder nicht zu wenig Farbe. So. Und hier kommt wieder mein kontrolliertes Wasser und löst es an. Und dann darf dieser Farbauftrag alleine hinfließen, wo er möchte. Und hier haben wir wieder eine relativ weiche Kante, deswegen gehe ich da ein bisschen mit Wasser dran. Immer von der anderen Seite kontrolliert die Sache verblenden, so nennen wir das. Ja, gut. Versuch diese Kante fürs Unterlid, die musst du genau machen, da darf es nicht verzittert sein. Gut, das haben wir schon ganz gut gestaltet. Jetzt würde ich einmal, also beim Porträt föhnen wir relativ häufig. Ja, jetzt würde ich einmal noch mal föhnen. Was wir jetzt malen, ist das Oberlid selbst. Und wir haben ja, also ich habe mich ja dafür entschieden, die Lichtsituation ähnlich wie bei diesem Auge. Das heißt, das Oberlid ist hier ein bisschen dunkler. Wir haben, kannst du das hier sehen? Es ist wie so ein Regenwurm geformt, ne? Ja, also es ist eine Rundung, wieder eine Rundung. Also es ist immer, wir bleiben immer bei diesen Rundungen im Gesicht. Hier ist es besonders dunkel, die Falte würde ich dann später reinsetzen. Aber hier haben wir ein Rot und hier haben wir ein Rot und dazwischen ist es heller. Und dadurch wölbt es sich. Ja? Und das versuche ich jetzt zu machen. Und zwar, wir nehmen wieder die Licht- und Schattenmischung, aber wirklich viel Rot jetzt drin. Mehr Rot als Blau. Und wir gehen an die Oberseite des Oberlids hier dran mit diesem Rot. Und gleich muss noch mal einen Augenblick zugucken vielleicht, mit Wasser verblenden. Und jetzt setzen wir hier daneben
die richtig dunkle Falte. Das ist jetzt hier, ich lege es nochmal her, diese dunkle Falte. Also ich habe eine ganz dunkle Falte da reingesetzt, wie hier, ganz dunkel. Und oben gehe ich mit Rot daneben, um wieder diese Wölbung von diesem hier rauszukriegen. Das ist jetzt so fett geworden. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt nur im Moment komisch aus. Das sieht sehr gut aus. Hier musst du jetzt noch eine richtig dunkle Lidfalte reinsetzen. Mehr Blau und vor allen Dingen mehr Creme jetzt aufnehmen und ganz wenig Wasser, sodass du mit der feinen Pinselspitze jetzt hier nur so eine leichte blaue. Lassen wir erstmal so, ist ja noch nicht, wir können nachher noch ein bisschen reparieren. Jetzt würde ich malen den dunklen Schatten auf dem Oberlid und da nehmen wir wieder immer die gleiche Schattenfarbe hier mit Cadmiumrot und Kobaltblau und fangen hier unten im Tränensack an und würden jetzt das gesamte Lid schön dunkel malen hier, ja? Die Dicke des Oberlids sozusagen, die Dicke. Sehr schön schon. Hier würde ich ein ganz klein bisschen Wasser dagegen geben, hier, dass wir das ein bisschen weich machen. Und hier unten setzen wir uns ein bisschen Alizarin rein und ein bisschen Wasser dagegen. Und vielleicht später dann da noch ein Lichtreflex. Guck mal, bei mir ist ganz schön Blut unterlaufen hier. Das ist, weil wir jetzt hier schon so lange so angestrengt dran sitzen. Und immer schön Tropfen Wasser mit dran, weil das ist wirklich etwas, was sehr feucht, sehr verschwommen aussieht. Und da haben wir das jetzt hier so, glaube ich, ganz gut gelöst. Okay, fein. Als nächstes kümmern wir uns um die Abschattierung der Sklera hier. Und zwar, hier sehen wir es ganz schön bei diesem Auge. Wir mischen uns jetzt ein Violett und würden am dunkelsten in diesem Bereich das machen, so wie es jetzt hier ist. Und hier ein bisschen heller. Und da ist immer zu sagen, dass natürlich dieser violette Schatten, das sehen wir hier ganz schön, hier geht ein richtig dicker Schatten von dem Oberlid kommend hier über die gesamte Iris drüber. Das können wir jetzt schon ein bisschen malen hier, diesen violetten Schatten. Und hier hätten wir es eben auch violett dunkler als jetzt zum Beispiel hier unten. Kann man gut sehen, ne? Also violett gemischt. Ich fange oben an, weil da ist es am dunkelsten. Und was ich dann auch sehr mag, die Farbe innerhalb des Farbauftrags ein bisschen zu variieren, weil wir sehen da auch ganz viele verschiedene Farben drin. Ich nehme jetzt also ein bisschen mehr Blau mit rein, ja, dass wir so eine schillernde, variierende Form hier kriegen. Und von unten kommt wieder kontrolliert das Wasser dagegen. Das Unterlid sparen wir wieder aus. Dann gibt es einen extrem dunklen Schatten hier, weil das eben auch wieder, das ist ein Schlagschatten, ja, von diesem Lid, was daran stößt. Den können wir auf alle Fälle mit viel Blau und Rot eintragen. Das erstmal hier unten, das ist der. Versuch noch ein bisschen dunkler, jeweils in den Ecken habe ich jetzt auch noch ein bisschen was nachgelegt. Du kannst auch föhnen zwischendurch, wenn du das Gefühl hast, ne? Ich versuche dann lieber, ich würde lieber einmal föhnen zwischendurch, als dass man zu sehr jetzt rummatscht, immer wieder in der gleichen Fläche. Wir haben uns jetzt beide für türkisblaue oder blaugrau, sowas in der Richtung. Wir gucken mal, wie es wird. Deine Augenfarbe. Wichtig ist jetzt, dass ihr ganz, ganz trocken geföhnt habt. Es ändert sich die Farbigkeit, ja, wir können natürlich jetzt hier, du kannst Gelb mit reinnehmen, wenn du willst, hier sehen wir auch ganz verschiedene Farben, aber es ändert sich vor allen Dingen die Helligkeit. Wir haben hier oben ziemlich dunkel, Lichtreflex sparen wir aus und hier unten fällt viel Licht auf diese feuchte Hornhaut, wenn man so will. Außen herum setzen wir weich einen dunklen Ring noch, ne? Das ist das, was wir sehen. So, ich mische mir jetzt hier mein Zylinblau mit ein bisschen Kobaltblau, weil sonst wäre es ein bisschen zu James Dean-mäßig. Ich fange hier oben an und setze jetzt ganz viel Wasser hier mit rein. Ja, je wässriger das ist und je mehr da so alleine, von ganz alleine sozusagen was verläuft, umso schöner sieht es nachher flüssig und glänzend aus. Die Pupille malen wir jetzt einfach mit zu. Wir können nur darauf achten, vielleicht, dass wir den Lichtreflex schon mal freilassen. Also für mich ist auch hier im Auge jetzt wichtig, warme mit kühlen Blautönen abzuwechseln. Ja? Und unten wirklich fast nur Wasser hier, ja, dass wir eine ganz helle Form bekommen unten.
Ja, jetzt kommt mit Kobaltblau und Alizarin dieser dunkle Rand nass in diese Geschichte hier rein. Und ich freue mich, wenn es dann noch so ganz weich verläuft. Jetzt würde ich auch, solange wie das noch etwas feucht ist, die Pupille einmalen, denn die Pupille hier hat auch keine harte Kante. Das ist etwas, was ich auch ganz häufig sehe in Porträts, wenn die Pupillen so aufgemalt sind. Das ist nicht richtig, weil die Pupille hat immer eine weiche Kante, die läuft weich in die Iris aus. Wir mischen uns jetzt in Schwarz. Wie machen wir das, Bela? Alles zusammen. Genau. Wir nehmen unser Alizarin-Karmesin und wir nehmen das Orange. Und dann müsste es eigentlich, wenn wir viel Blau mit reinnehmen, fast ein Schwarz werden. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann holen wir uns unsere Neutraltinte und machen es damit. Okay, und dann setzen wir das hier rein. Und wenn das schon zu trocken ist, dass es nicht mehr weich wird, dann würde ich es später ein bisschen anlösen. Okay, wir nehmen jetzt mal einen Aquarellstift und würden diese strahlenförmigen Sachen hier mal eintragen. Ja, vom Mittelpunkt strahlenförmig. Gar nicht mal, guck mal, hier sind die so, gar nicht so ganz gleichmäßig. Man kann auch ein Blau nehmen, aber wir können erstmal mit einem Grau anfangen. Ja, mach's nicht so gleichmäßig. Also guck mal hier, du siehst den Strich bis hier. Und dann siehst du nichts mehr. Und hier, so. Du hast ein bisschen zu gleichmäßig gemacht. Das ist natürlich das Doofe bei den Aquarellstiften. Du kannst mit dem Radiergummi versuchen, aber meistens kriegt man es nicht mehr so richtig wegradiert. Ja, dass du nicht durchziehst, sondern nur so tupfst oder andeutest. Okay, wir sind jetzt schon ganz gut vorangekommen. Ich würde jetzt nehmen fast ein reines Cadmiumrot. Hier sehen wir es ganz schön. Dieses Rote nochmal, damit sich das noch schöner wölbt. Hier habe ich jetzt eine zu starke Kante für mein Gefühl. Hier setze ich jetzt Rot rein, hier oben dran. Ja. Ne? Und das wird dann wieder verblendet. Jetzt einen kleinen Schatten hier, der ist ganz wichtig. Hier. Und verblenden mit Wasser. Wir können natürlich jetzt hier nicht alles ganz genau zeigen. Wir sitzen jetzt hier schon 2 Stunden an diesem Auge, weil ich habe Bela natürlich das alles ganz genau erzählt und gezeigt. Das können wir hier in so einem YouTube-Film, der ja meistens so zwischen 15 und 20 Minuten dauert, ist es natürlich gerafft. Ich gebe Präsenzkurse zu diesem Thema und dann arbeiten wir auch an dem Auge so lange, bis es dann eben auch flüssig und frei funktioniert. Wir tüdeln jetzt natürlich hier ziemlich lang rum, aber ich denke mal, wenn man einmal wirklich alles ganz genau gemalt hat, dann ist es nachher auch einfach zu abstrahieren und die Dinge dann wieder etwas freier zu sehen. Die Wimpern würde ich jetzt ja wieder mit einem Aquarellstift eintragen oder wenn man hat, einen sehr, sehr dünnen Pinsel. Aus dem Oberlid kommend gehen die Wimpern immer in so einem Bogen hier, siehst du? Ja. Und hier gehen sie natürlich sehr stark nach außen, in verschiedenen Reihen. Also sie sind nicht alle in einer Ebene, sondern es sind 3, 4 Reihen. Und hier gehen sie schon eher so leicht nach unten. Und dann hier sieht man nicht mehr viel von den Wimpern. Mit den unteren Wimpern ist es ähnlich. Die gehen sehr weit nach außen. Hier, das ist so eine Bewegung. Und hier drin gibt es gar nicht mehr so viele Wimpern. Ja. Okay, nicht zu sehr aufdrücken, ja? Dass wir erstmal wirklich uns so ein bisschen rantasten. Ist jetzt ein bisschen sehr hell, aber wir können es ja gleich noch. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Deckweiß direkt aus der Tube und setzen eventuell hier, bei mir geht das ja hier schon ganz gut, aber kann man gut reinsetzen, den Lichtreflex hier mit Weiß. Oder hier eine Feuchtigkeit in den Tränensack rein. Und schön ist auch, wenn dieser Lichtreflex hier, wenn der durchbrochen wird, genau. Also der sieht jetzt gut aus. Und schau mal hier, der ist durchbrochen mit irgendwelchen Dingen. Man müsste dann natürlich die Augenbrauen noch malen. Das machen wir jetzt nicht, denn das Thema war ja heute das Auge. Und ich denke, wir haben es ganz gut geschafft, Bela. Ja, fürs erste Mal. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Sehr schön. Also man muss es natürlich auch wieder ein bisschen üben. So, das war unser sehr ausführliches, realistisches Auge. Wir hatten viel Spaß. Es hat eine Weile gedauert bei uns,
Also lasst euch nicht irritieren von der Kürze des Videos. Es dauert ein wenig länger, auch bei uns, wenn man dieses Auge so ausführlich malen möchte. Ich empfehle es, ein paar Mal zu üben, ein paar Mal so ausführlich zu malen. Dann wäre die Hausaufgabe für Bela und für alle anderen auch, ein Selfie vom Auge, vom eigenen Auge zu machen. Entweder selbst oder man bittet jemanden vielleicht zu fotografieren. Wirklich das Auge sehr nah herangezoomt und dann analog zu dem, was wir hier gemacht haben, das eigene Auge malen und sehen, wo sind die Fältchen, wo sind die Formen vielleicht noch ganz anders und variieren. Okay, das war's für heute. Nächstes Mal im Porträt geht es weiter mit dem Dreiviertel Loomis. Das ist vielleicht ein Thema, auf das ihr euch schon freut. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Sorge. Ihr habt jetzt wieder 4 Wochen Zeit. Alle 4 Wochen kommt eine neue Porträt-Episode. Und der Loomis sollte in der Frontalansicht gut sitzen, bevor man ihn dann dreht und in die Dreiviertelansicht kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Üben und Nachmalen. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das habe ich ja wohl getan. Das ist ja wieder richtig gut gemacht. Ich weiß auch nicht, er ist immer so, erst sieht es immer nicht so aus, ne? Und dann sieht es bei ihm immer einfach richtig gut aus zum Schluss.